Das Besondere an der Generation Y, Gen Y oder wie manche auch sagen Millennials ist eben, dass sie in eine Zeit hineingeboren wurde, in der der technologische Fortschritt sehr vorangeschritten ist. Wir haben eine Zeit, in der scheinbar alles möglich ist. Wir können heute bei Burger King essen, wir können danach feines Sushi essen gehen, wir können mit dem Billigflieger nach Berlin, New York, Tokio reisen und alles scheint für verhältnismäßig überschaubare Budgets zur Verfügung zu stehen. Und in der Generation ist es nicht unüblich, dass man 4 bis 6 digitale, technologisch ausgereifte Geräte hat, 1 oder sogar 2 Smartphones, eine Spielekonsole, einen fest installierten Computer, 1 bis 2 Laptops sieht man in diesen Haushalten immer wieder vorkommen. Und das führt eben auch dazu, dass man mit seiner eigenen Identität spielen kann. Das bedeutet, diese Generation hat auch ein Interesse daran, die eigene Identität auszuprobieren. Man hat über WhatsApp ein anderes Bild, das man von sich gibt, als bei Facebook, bei Instagram oder auch in anderen Netzwerken, in denen man sich aufhält. Und das, was man eben an der Kommunikation, an dem Kommunikationsverhalten dieser Generation erlebt, ist eine Multioptionalität. Und das ist symptomatisch für den gesamten Zeitgeist, in den die Generation hineingeboren wurde. Das bedeutet, wir haben eine Zeit, in der scheinbar alles möglich ist. Und viele haben eben auch die Sehnsucht, diesen Möglichkeiten, diesen Optionen, die heutzutage da sind, nachzukommen. Und das genießt man auch. Das Schwierige an dieser sehr beweglichen Generation, die im Konsumverhalten, im Kommunikationsverhalten eben so vielfältig ist und dadurch auch schwer greifbar ist eine tiefliegende Sehnsucht nach Beruhigung dieser Multioptionalität. Wenn man eben aus dem Vollen schöpfen kann und das jeden Tag und immer wieder, so kommt vielleicht irgendwann der Wunsch auf, das Ganze mal zu reduzieren, also sein ganzes Leben, den Alltag einfach authentischer zu gestalten. Dementsprechend sind kleine Unternehmen, Produkte mit einem persönlichen Gesicht dahinter oder aber die vegane Ernährung, wo man ganz bewusst all das an Rattenschwanz abschneidet, was man noch konsumieren kann. Man reduziert sozusagen Einkaufsstätten und Produkte auf ein Minimalmaß. So sind eben solche neuen Orientierungsformen in dieser Generation gewünscht. Die Frage, die wir uns stellen können, ist, wie spricht man eine Generation Y überhaupt an? Welche Marken bieten Vorteile für diese Generation oder spiegeln eine Sehnsucht wider, dass man als Generation Y sagt, Mensch, das sind Marken, da will ich gerne mal dabei bleiben, auch über eine längere Zeit. Und es zeigen sich eben 4 unterschiedliche Positionierungsfelder, die wir im Markt finden können, die für die Gen Y eine besondere Attraktivität haben. Und hier ist nur wichtig anzumerken, diese Felder oder Bereiche sind auch für viele andere Menschen interessant, aber genießen eine sehr hohe Attraktivität in der Gen Y. Marken wie Persil, Marken wie Bärenmarke, das sind welche, die spielen mit nostalgischen Bildern. Das sind Marken, die eben die Sehnsucht nach Halt, nach Tradition, nach Authentizität versuchen aufrechtzuerhalten und einer sehr schnellen, kirmeshaft sich drehenden, multioptionalen Gesellschaft eine gewisse Nostalgie zu verleihen, eine gewisse Tradition zu vermitteln. Zweitens haben wir es mit einem Positionierungsbereich rund um Innovationsmarken zu tun. Das sind Marken, die einen ganz neuen, auch humoresken Gründungsmythos mitverkaufen. Und man sieht eben, dass man in der Generation mit einer neuen, vielleicht auch humorvollen Art und Weise der Tradition punkten kann. Ja, es gibt eben auch einen dritten Bereich, der Bereich der sogenannten Eventmarken und Kultmarken. Die Philosophie dieser Marken ist eben ein hermetisches Markenbild aufzubrechen. Und das bedeutet ganz konkret, dass ich nicht nur derjenige bin, der Produkte und Services empfange, sondern ich gestalte diese eben mit. Ich kann mich Communities anschließen, ich kann Zuschauer sein, ich kann
Influencer sein, als kleiner Verbraucher, der mit den Marken in Kommunikation tritt. Ich kann Impulse setzen, ich kann E-Mails schreiben, ich kann auf Plattformen Ideen für neue Produkte teilhaben lassen. Und das wird eben von diesen Herstellern, von diesen Marken aus diesem Eventbereich ernst genommen und auch mitverwertet. Mutmachermarken, das sind Marken, die einem das Gefühl vermitteln, egal in welchen Schwierigkeiten du steckst, egal wie erschöpft du bist von deinem Alltagsgetriebe, von der Vermittlung Freizeit, Beruf, Familie, du hast die nötige Kraft in dir, hol sie nur heraus und nimm dein Leben wieder selbstbewusst in die Hand.